KPU und HPU, Hämopyrulurie oder Kryptopyrulurie. Es wird in der Schulmedizin in den Bereich der Pseudowissenschaft eingestuft. Trotzdem sind hinter diesem Malvenfarbstoff doch eine ganze Reihe von Symptomen vereinigt, die es wert sind, ihnen auf den Grund zu gehen. Und was man da machen kann, das sage ich Ihnen gleich. Bei der KPU-HPU gibt es eine sehr gute Aufarbeitung beim Robert-Koch-Institut, und zwar historisch gut aufgearbeitet und dann ein bisschen kritisch abgeschlossen, aber es zeigt uns sehr gut, dass bei diesen Messwerten, die wir da haben, die Mengen, die an Vitamin B6 und Zink und Mangan gebunden und ausgeschieden werden, eigentlich nicht der Grund für das Symptom sein dürften. Wenn denn nicht die Situation bestünde, dass wir vielleicht grundsätzlich zu wenig von diesen Mineralstoffen und Vitaminen haben oder bei Mangan auch von dem Spurenelement haben. Und was Zink alles so machen kann, darüber habe ich schon in einem anderen Video gesprochen, und über Vitamin B6 spreche ich vielleicht in einem ganz anderen Video, aber über Mangan möchte ich heute einmal sprechen. Und die Symptome, die wir im Zusammenhang mit einer solchen Kryptopyrulorie sehen, sind eben ganz häufig an den Mangel von Mangan gebunden. Und Mangan ist eben wichtig für den Energiestoffwechsel, vor allen Dingen auch, wenn es darum geht, den Zucker zu verbrennen und die dabei entstehenden Sauerstoffradikale wieder zu neutralisieren, wenn also aus den Superoxiden dann Sauerstoff und Wasserstoffperoxid wird, was dann über Katalysasen weiter abgebaut werden soll. Und diese Superoxid-Dismutasen sind zum Teil, insbesondere die in den Mitochondrien, von Mangan abhängig. Und wenn ich in den Mitochondrien zu viel oxidativen Stress habe, dann wird sozusagen in meinem Kraftwerk der Zelle der Kraftstoffhahn abgedreht und ich kann die Energie, die ich brauche, um eben leistungsfähig zu sein, nicht in dem erforderlichen Maße erbringen. Ich habe also eine mitochondriale Dysfunktion. Aber nicht nur das. Wenn ich zum Beispiel eine Zuckerneubildung in der Leber haben möchte, brauche ich Mangan. Wenn ich Gelenkbeschwerden habe, muss ich mir Gedanken machen, wie es dazu kommt. Bei den Kühen weiß man, okay, es ist vielleicht ein Selenmangel, aber Mangan ist auch für den Gelenkaufbau extrem wichtig. Und wie viele haben Gelenkbeschwerden? Wie viele Menschen entwickeln Arthrosen? Wie viele Menschen brauchen am Ende sogar Prothesen? Oder wie viele Menschen sind im Sport, auch im Leistungssport, unter Umständen eingeschränkt, weil sie einfach immer wieder an die Grenze gehen und ihre Gelenke dabei belasten? Wir brauchen das Mangan vor allem, also in der Leber haben wir ja schon gehört, aber auch in den Nieren und auch in der Bauchspeicheldrüse, wo es durchaus auch gespeichert wird. Wir brauchen es in den Mitochondrien, in den Lysosomen und auch im Zellkern. Und das bedeutet, dass wir natürlich Symptome haben, die sich in der Neurologie, in der Skelettveränderung, im Kohlenhydratstoffwechsel, bei Fruchtbarkeitsstörungen oder auch bei Wachstumsstörungen zeigen können. Teilweise können diese Funktionen durch Magnesium übernommen werden, aber oftmals reicht das nicht aus. Mangan ist darüber hinaus sehr wichtig, damit wir überhaupt in der Lage sind, unsere Neurotransmitter, und zwar aus der Gruppe der Katecholamine, zu bilden, sprich Dopamin, Noradrenalin und Adrenalin. Wer also kein Belohnungshormon hat für Dopamin, ist unzufrieden, ist depressiv oder kann kein Noradrenalin und Adrenalin bilden, um aus dem Quark zu kommen, um den Blutdruck zu regulieren, um die Herzfrequenz zu regulieren, und hat an alle Dinge gedacht, nur nicht an Mangan. Aber Mangan kommt im Essen vor. Mangan kann man eigentlich essen. Und in meiner Praxis ist es ja so, dass ich in der Regel auch ein Verzehrprotokoll erstellen lasse. Und da kommt raus, nicht selten, dass Menschen ein Essverhalten haben, wo sie 3, 4, manchmal sogar 500% der Menge an Mangan täglich zu sich nehmen, wie es von der DGE empfohlen ist, und dennoch in den Messwerten im unteren Normbereich oder sogar im Mangel bei der Manganversorgung liegen. In einem solchen Fall muss man natürlich schauen, wo bleibt dieses Mangan eigentlich und wird es ausgeschieden und was ist möglicherweise der Grund dafür. Und da können natürlich
Pyrrolbindungen, die das Mangan binden und zur Ausscheidung bringen, die Ursache sein. In manchen Eigenschaften hat Mangan Ähnlichkeiten mit Eisen und diese Eigenschaften teilt es sich übrigens auch mit Zink. Und dort, wo Eisen fehlt, geht Zink gerne hin und mitunter auch Mangan. Das bedeutet, wenn ich also einen Manganmangel oder einen scheinbaren Manganmangel habe, sollte ich mir auch immer die Versorgung mit Eisen anschauen. Und dafür habe ich natürlich das freie Eisen, ich habe das Transportwegelchen für das Eisen, im funktionellen Eisenspeicher das Transferin und ich habe die totale Eisenbindungskapazität. Und als eigentlichen Speicher habe ich das Ferritin und das muss ich mir auch immer wieder angucken im Vergleich zu CRP, weil beides sind Parameter, die bei einer Entzündung ansteigen und insofern könnte ich bei einer Entzündung einen scheinbar hohen, also guten Ferritinwert haben. Ferritinwerte können aber eben auch geschönt sein, nicht nur dadurch, dass Eisen drin ist, sondern dass sie eben auch Zink im Zink-Protoporphyrin und eben vielleicht Mangan in einem Porphyrin haben. Und das gleiche gilt auch für Aluminium und für Kupfer. Und insofern ist Ferritin dann auch ein trojanisches Pferd, über das man dann solche Metalle auch ins Hirn bekommt. Zum Teil dorthin haben möchte, zum Teil aber auf gar keinen Fall dahin haben möchte, wie zum Beispiel Aluminium. Und wenn wir das für Blei nutzen, weil Blei eben auch in das Hämoglobin gerne rein möchte und damit auch das Eisen verdrängt, ist natürlich bei einer sogenannten Kryptopyrrolurie auch immer die Frage im Raum, wie ist es denn eigentlich mit der Belastung mit toxischen Metallen? Und da ist es so, dass wir in der Vollblutmineralanalyse häufig tagesaktuelle Auffälligkeiten sehen. Vergleichen wir aber diese Vollblutmineralanalysewerte mit Provokationsurinen und Stühlen mit metallausleitenden Mitteln wie DMPS oder DMSA oder EDTA oder Natriumthiosulfat, dann sehen wir ganz häufig, dass wir uns, wenn wir uns nur auf die Vollblutmineralanalyse verlassen sind, denn in den Depots lagert richtig viel und in dem Moment, wo einer fastet oder einen Knochenbruch hat oder zum Liegen kommt oder eine Krankheit erlangt, die einen Mehrbedarf an essentiellen Substanzen erfordert, dann wird natürlich auch auf die Reserven zugegriffen und leider auch auf die toxischen Reserven. Und da wäre ein solcher Mangel oder eine Kryptopyrrolurie ein Hinweis, in dieser Richtung weiterzuschauen. Ja, das denke ich mal als etwas vielleicht noch nicht ganz so gut diskutierte Information zum Thema KPU und HPU, was das sonst so an Symptomen macht und wie man das untersucht. Dafür gibt es genügend Informationen im Internet und derjenige, der das wissen will, der wird es auch finden. Vielen Dank für Ihr Interesse.